Hi, willkommen zum neuen Video. Ihr seht schon, ich habe hier ein bisschen was aufgebaut. Heute soll es mal um den Vergleich der Stromsägen hauptsächlich gehen. Eine Benziner hat sich auch dazu gemischt, einfach als Vergleichsgröße. Dann fangen wir mal von klein nach groß an. Als erstes habe ich hier die Makita DUK 254. Säge mit T-Griff, sehr leicht, sehr handlich. 25er Schiene. Habe ich schon oft benutzt. Hauptsächlich für Gartenarbeiten, zum Entasten, wenn man im Baum hängt. Ja, und zum Ablenken einzelner Brennholzscheite, die zu groß für meinen Ofen sind. Grundsätzlich bin ich damit ganz gut zufrieden oder sehr zufrieden, weil sie schnell mal gegriffen ist, schnell mal irgendwas abgeschnitten ist. Einziger Wermutstropfen ist, sie könnte ein bisschen mehr Bums haben. Zum Entasten ist sie sicherlich gut, aber wenn das Holz stärker als, ja, sage ich mal, 7 cm, 8 cm wird, dann wird es schon ein bisschen zäh. Und ja, gerade so das, was ich eben sagte, Holzscheite mal eben teilen oder ablängen, weil sie zu groß sind. Ja, da brauchst du dann, ich meine, es geht, aber da dauert so ein Schnitt einfach, ja, unverhältnismäßig lange. Das hat auch diese Säge auf den Plan gerufen. Sie sieht erstmal sehr identisch aus, ebenfalls Makita, ist jetzt relativ neu auf dem deutschen Markt, ist die Makita UC 002. Ist im Prinzip die identische Säge, nur mit dem 40 Volt Max System. Mit dabei haben wir hier einen 40 Volt 4 Ampere-Stunden Akku, wobei 40 Volt Max bedeutet, im Prinzip ist es ein 36 Volt System. Also wäre diese Säge im Prinzip vergleichbar mit der 18 Volt Maschine, wo 2 Akkus reinkommen. Die gibt es auch, aber ja, die finde ich schon sehr unhandlich. Mit 2 5 Ampere-Stunden Akkus wird das ein ganz schön schweres Gerät. Wir können auch mal die Akkus nebeneinander halten oder mal vergleichen. Da man das sonst nie so sieht. So, oder vielleicht direkt so. Beide mit dem Display. Ja, also der 40 Volt Akku ist schon ein ganzes Stück größer als der 18 Volt Akku, aber er ist jetzt keinesfalls doppelt so groß. Ich meine, gut, hier haben wir 5 Ampere-Stunden, hier haben wir 4 Ampere-Stunden, aber nichtsdestotrotz. Nächste Säge ebenfalls, Stromsäge von Makita, schon alter Kandidat, habe ich schon länger, gibt auch schon ein paar Videos dazu. Ja, ist die UC 3551, 2000 Watt Leistungsaufnahme. Hier muss man immer unterscheiden, Leistungsaufnahme und Leistungsabgabe. Wenn ich da 2000 Watt lese, habe ich nicht 2 kW Leistung, sondern sie braucht 2 kW Leistung im Maximalfall bzw. im Dauerbetrieb. Durch Verlustleistung etc. Ich weiß nicht, wie viel im Endeffekt rauskommt, steht auch nicht drauf oder im Handbuch, aber ich denke mal, tja, vielleicht 1600 bis 1800, sprich 1,6, 1,8 kW. Und damit sind wir
ungefähr in der Liga auch der 211. Vielleicht der Vergleich nicht uninteressant. 211 finde ich ist ein klassisches, eine klassische Hobbysäge, mit der man schon ziemlich weit kommt, sowohl zu Hause als auch im Wald. Ich mag die Säge ganz gerne. Ich hatte sie jetzt gerade wieder im Einsatz. Allerdings hatte ich da eine 35er Schiene drauf. Und ich muss sagen, mit 35, da tut sie sich schon schwer. Also mir macht das jetzt nicht so viel Spaß. Sicher, gehen tut es. Aber ja, beim leichtesten Druck oder leichteste Einklemmung bleibt sofort immer die Kette stehen, die Drehzahl geht runter. Deswegen meine Empfehlung bei der 211 oder 212, gibt es ja jetzt auch, würde ich auf jeden Fall die 30er Schiene empfehlen. Denn auch mit der 30er Schiene kriegt man ja, schon sehr großes Holz klein gesägt und es geht im Endeffekt schneller und macht viel mehr Spaß. Zudem wird die Säge nochmal ein bisschen leichter, ein bisschen handlicher mit der kleineren Schiene. Ja. Zu den Daten. Klar, die kleine Makita die schwächste. Wie viel Power die 40 Volt Makita hat, weiß ich nicht. Ich habe die Säge neu, ich habe sie noch nicht einmal ausprobiert. Ihr seid live mit dabei. Auch nichts angegeben. Es gibt auch die 40 Volt Max Makita Sägen als Backhandle und die werden mit vergleichsweise 42 Kubik Motorsägen angegeben. Wobei da wird 1,6 kW angegeben. Jo. Diese wird aber etwas weniger Leistung haben. Ich denke mal, die wird ungefähr vergleichbar sein mit 30 Kubik oder so. 30, 35 Kubik vielleicht, wo wir dann auch wieder hier im Thema sind. Wird sich nachher alles zeigen. Auf der kabelgebundenen Säge ist eine neue Halbmeißelkette von Cox. Hier haben wir eine 3/8 Hobbyteilung und 1,3 mm Nutbreite. Das gleiche haben wir auf der Stihl-Motorsäge. Ebenfalls 1,3 und 3/8. Hier ist auch eine neue Halbmeißelkette drauf. Es handelt sich jedoch um eine Hartmetallkette, aber für die Schnittschärfe dürfte das ja kaum einen Unterschied machen. Auf den beiden Akkusägen ist eine kleinere Kette drauf, ebenfalls 3/8, aber 1,1 Nutbreite, das heißt, die gesamte Kette ist auch schmaler. Diese drei Makita-Sägen sind alle kompatibel von der Aufnahme. Heißt, alle sind 3/8, das heißt, die Kettenräder sind identisch und die Schienenaufnahme am Gehäuse ist auch überall identisch. Das heißt, wir können diese drei Schienen beliebig wechseln. Das können wir gleich mal im Praxistest ein bisschen durchspielen. Mal gucken. Ich werde nicht alles tauschen, aber vielleicht hier und da ein bisschen spielen, was Sinn macht. Ich persönlich fände es halt mal interessant, mit der neuen Akkusäge zum einen die kurze Schiene zu verwenden für die Aufgaben, die ich eben genannt habe. Vielleicht ist sie aber auch imstande oder leistungsstark genug, die 35er Schiene mit der größeren Nutbreite zu betreiben. Wäre natürlich auch nicht schlecht. Ich bin mal gespannt, wie sie sich da so schlägt. Bevor wir jetzt in den Praxistest übergehen, möchte ich mit euch zusammen noch kurz die Sägen wiegen, weil dann haben wir ein bisschen Klarheit, was man sich so antut, beziehungsweise was so das Leistungsgewicht zu sagen hat.
Dafür hole ich euch jetzt mal eben hier ran, hole die Waage und dann gucken wir mal zusammen. So, die Waage ist an. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Alle Sägen sind randvoll mit Betriebsstoffen, mit Akku. Schwertschutz nehmen wir ab. Bei der Duck 254, der kleinsten Akkusäge, sind wir bei einem Gesamtgewicht von 3200 Gramm. Bei der 40 Volt ebenfalls randvoll mit 4 Ampere-Stunden Akku. Ohne Schutz sind wir bei 4160 Gramm. Also knapp 1 Kilo schwerer. UC 3551. (5563 Gramm) und die Stihl MS 211 (5418 Gramm). Ja, ist doch ein ganz interessanter Vergleich. Alle so ein bisschen auf Ballhöhe. Die kleinste Akkusäge sticht ein bisschen nach unten raus. Erwähnenswert ist vielleicht noch, klar, die Benzinsäge wird natürlich leichter während des Betriebs, da der Tank oder beide Tanks, Öl und Benzin, natürlich nur am Anfang randvoll sind. Die Öltanks werden bei den anderen natürlich auch leerer, aber der Sprit eben nicht. Der Akku wiegt voll wie leer, immer das gleiche. Nachdem wir die Daten jetzt soweit ermittelt und erfasst haben, gehen wir jetzt mal raus und schauen uns das Ganze mal in der Praxis an. Willkommen im Außenbereich. Einen Unterschied wollte ich noch kurz erwähnen zwischen den Akkusägen und der anderen Makita Stromsäge ist, dass die Kettengeschwindigkeit erheblich abweicht. Bei der Stromsäge haben wir 15 Meter die Sekunde und bei den Akkusägen haben wir 25 Meter die Sekunden gerundet. Das ist ein erheblicher Unterschied, das heißt, die Akkusägen arbeiten auch über die Geschwindigkeit und die kabelgebundene Säge mehr über die Kraft des Motors. Was ich noch ganz cool finde an der neuen Akkusäge ist zum Beispiel der Tankverschluss. Hier kann man drauf drücken und dann springt diese Lasche auf, mit der man dann aufschrauben kann. Bei der 18 Volt Version haben wir hier lediglich so einen Drehverschluss. Ja, den kann man nicht so richtig gut packen, beziehungsweise manchmal braucht man dann ein Werkzeug, um ihn aufzukriegen. Er frisst sich so ein bisschen fest irgendwie. Anfangen würde ich jetzt ganz gerne mal mit der 002, mit der neuen Säge, weil ich einfach gespannt bin, wie sie sich so schlägt. Ich habe ein bisschen Birkenholz mitgebracht und hier noch extra so ein Teil, wo so ein paar Äste dran sind, wofür ich die unter anderem auch gerne benutzen würde. Das gucken wir uns jetzt mal an. Okay Freunde, der Unterschied ist echt krass. Das hätte ich so nicht gedacht. Ich meine gut, jetzt ist die Kette natürlich auch noch flatschneu und dementsprechend scharf. Die andere ist schon ein bisschen runtergefeilt. Wir werden gleich noch ein bisschen tauschen. Aber der Unterschied ist krass. Also schon echt cool. Zum Verdeutlichen schneide ich jetzt mal kurz den einen Ast hier mit der kleinen Akkusäge ab, dass ihr eine ungefähre Vorstellung habt. Zum Vergleich dazu, was ich gerade abgeschnitten habe mit der anderen Säge, ne? Also den habe ich gerade mit der 18 Volt Säge geschnitten und das hier mit der 40 Volt. Und ja, also die war ja gefühlt 10-mal so schnell.
Nächste Aststärke, nächster Vergleich. Ich würde sagen ungefähr 8 cm Stärke. Fangen wir mit der kleinen an. Ja, das ist das, was ich sagte. Das ist so die Stärke, das geht noch. Jetzt im Vergleich. Ist das krass? Alter Schwede. Jetzt direkt im Vergleich mal die Stromsäge. Ich werde es gleich mal, oder im Schnitt werde ich es dann mal mit Zeiten aufnehmen, beziehungsweise die Zeiten messen. Am schnellsten würde ich sagen, war allerdings die 40 Volt Akkusäge. Und das Schnittbild ist auch, ich weiß nicht, kann man es sehen, sauberer. Jetzt muss man dazu sagen, bei der Stromsäge, bei der kabelgebundenen Stromsäge, ich nenne sie einfach Stromsäge und Akkusäge. Bei der Stromsäge ist es natürlich so, die spielt ihre Kraft halt dann aus, wenn die Schiene vollständig im Holz steckt. Ne? Das heißt, die ist bei dünnerem Gehölz nicht unbedingt schneller, aber effektiv wahrscheinlich stärker. Aber das werden wir noch herausfinden. Als nächstes testen wir jetzt mal an dem Stück, was ungefähr genauso stark ist. Ich trenne einmal hier noch den Ast ab und dann werden wir mal schauen, die beiden Akkusägen mit derselben Kette und Schiene. Wenn ihr euch übrigens fragt, was das für ein Sägebock ist, das ist ein mobiler Schraubstock für draußen, der eine unheimliche Klemmkraft, ich glaube von 1 Tonne hat. Kann ich nur empfehlen, nutze ich draußen super oft. Verlinke ich euch mal in der Beschreibung. Erster Schnitt ist jetzt mit 40 Volt mit der neuen Kette. Jetzt tauschen wir mal schnell. So, neue Kette und Schiene auf der kleinen Akkusäge, 18 Volt. Wir fangen an in der normalen Funktion. Jetzt hat die Säge ja auch noch eine Overpower-Funktion oder Overboost. Die erreicht man oder stellt man ein, indem man den Startknopf gedrückt hält, bis er gelb leuchtet, so wie jetzt. Machen wir noch einen Schnitt. Dann hat die Säge ein bisschen mehr Drehmoment und man kann etwas fester drücken. Ich wette, der Schnitt war auch schneller. Nächster Test, Stromsäge, gleiches Stück Holz. Der erste zählt nicht, der ist unten ausgerissen. Dann wechseln wir jetzt mal auf die andere Seite des Astes und schneiden mit der Stromsäge gegen die 40 Volt Akkusäge. Da bin ich jetzt mal gespannt. Es fühlte sich ziemlich gleich schnell an. Kann sein, dass die Stromsäge einen Ticken schneller war, vom Gefühl. Aber schwer zu sagen, weil die
auch völlig unterschiedlich vom Gefühl her sind, ne? Weil die Kettengeschwindigkeit so krass unterschiedlich ist. Ja, die breitere Kette macht natürlich viel größere Chips. Jetzt vergleichen wir auch mal die Fühlt sich alles relativ ähnlich an, vom Speed her, abgesehen von der kleinen Akkusäge. Aber ich muss sagen, die schnelle Kette finde ich persönlich angenehmer vom Arbeiten. Dann mache ich den Ast noch eben parat. Kommen wir jetzt mal zu was Dickerem. Ungefähr 27 schätze ich. Warte mal, ich guck mal, ob ich einen Zollstock habe. Wer sagt's denn? Exakt 27. Geht nichts über Augenmaß. Erster Test, Stromsäge. Oh, da wir hier nicht wirklich zu Potte kommen. Ja, ich könnte es versuchen mit Umschneiden, aber dafür liegt mir der jetzt auch zu wackelig hier. Baue ich die 40 Volt Akkusäge jetzt mal auf die 35er Schiene von der Stromsäge um. Okay, Freunde. Die Säge ist umgebaut. Das ist die kleine Akkusäge und das hier ist die Akkusäge mit der Schiene von der Stromsäge. Schon ein kleiner Unterschied, ne? Kleiner Hinweis noch, bei der 40 Volt Maschine gibt es nicht diese Overboost Funktion. Das heißt, hier ist nur an oder aus. Ich habe die bei der anderen Säge auch nicht oft benutzt. Die hält, ich weiß es nicht, vielleicht 20, 25 Sekunden. Danach schaltet die um auf den normalen Modus. Ja, bringt jetzt nicht wirklich viel, weil wenn man ein starkes Stück Holz hat, wo man auf diese Funktion zurückgreifen möchte, dann sind diese 20, 25, meinetwegen 30 Sekunden nie ausreichend, um das Stück durchzusägen. Meine Empfehlung wäre, fangt in der normalen Funktion an. Wenn ihr an die stärkste Stelle kommt, wo das Holz am dicksten dann logischerweise ist, schaltet ihr um auf die Power-Funktion und sägt dann komplett durch. Das dazu. Jetzt sind wir mal gespannt, was das hier für eine Zeit gibt.
Also ich finde es echt krass. Jetzt sind wir mittlerweile bei 27,5 von der Stärke. Ich finde es echt krass, was die fast gleich kompakte Akkusäge imstande ist zu leisten. Ich erspare euch jetzt, die Schiene auf die 18 Volt Maschine draufzusetzen. Ja. Also ich glaube nicht, dass sie in der Lage wäre, in irgendeiner Zeit den Stamm hier durchzusägen. Ja, ich bin echt beeindruckt. Ich hätte nicht gedacht, dass der Unterschied so groß ist zwischen der 18 Volt Säge und der 40 Volt Säge. Sie wiegt ein knappes Kilo mehr. Klar, das kann, wenn man irgendwie so im Baum am Arbeiten ist, ja, kann es einen Unterschied machen, aber das, was man mehr gewinnt an Schnittleistung, das kann man kaum vergleichen. Also bei Benzinsägen ist das wie ein Vergleich zwischen einer 211 und einer 462. Also keine Ahnung. Also die ist, würde ich sagen, mindestens doppelt so stark. Interessieren würde mich jetzt in dem Zuge mal noch die stärkere Säge, welche angeblich 42 Kubik Benzin ersetzen soll. Machen wir ein paar Schnitte mit der 35er Schiene, 1,3er Nut-Breite von der Stromsäge mit der 40 Volt. Mega gut die Säge. Was ich jetzt noch rausfinden will, ist, merkt man in der Schnittgeschwindigkeit oder im Handling einen Unterschied zwischen der 1,3er oder der 1,1er Nutbreite? Stoppen wir mal die Zeit. Montieren schnell die kleine Schiene. Haben natürlich auch verliersichere Muttern. Und Vergleich. Also mit der kleinen Kette kann man eigentlich ganz schön feste drücken. Ich gucke mal, ob sie stehen bleibt. Ja, okay. Wenn ich feste drücke, dann bleibt sie. Aber es war wirklich richtig feste drücken. Prädikat empfehlenswert. Ich bin auf jeden Fall nachhaltig beeindruckt. Ich hätte nicht gedacht, dass der Unterschied so gewaltig ist. Ja, es war so ein kleiner Luxusdeal, den ich eingegangen bin, weil ich dachte, komm, für Weihnachten kannst du dir mal was Unvernünftiges holen oder was holen, was vielleicht, ja, was du nicht unbedingt brauchst. Ne? Ich meine, gut, was braucht man schon, aber es war absolut sinnvoll. Also mega cool. Die kann ich auch mit in den Wald nehmen. Damit kann ich entasten oder so. Zumindest solange der Akku hält. Ne? Und ja, die ersetzt wirklich eine kleine Benziner. Die ist nicht schneller, würde ich sagen, als die 211er. Aber ich denke mal, mit so einer 170er, 180er dürfte sie durchaus gleich auf sein. Ne? So, und für zu Hause mal eben irgendwo was absägen, ablenken im Garten oder
Brennholz, mal eben so einen Holzscheit hernehmen, abschneiden, ohne Probleme. Erst recht noch mit der kleinen Garnitur, mit der schmalen Kette. Mich würde jetzt mal interessieren, wie die Backhandle 40 Volt Sägen sich so schlagen. Meinen Recherchen nach sollen die noch einen etwas stärkeren Motor haben, denn die Kettengeschwindigkeit ist auch nochmal 1 Meter ungefähr schneller. Und ja, die sollen ja 1,6 kW Ausgangsleistung haben. Ich gucke mal weiter, ob ich da noch irgendwelche Infos zu finde. Ansonsten würde ich das gerne mal testen. Weil dann könnte ich glatt überlegen, die Stromsäge auszurangieren. Weil, ja, das Kabel nervt halt schon, ne? Wenn ich jetzt einmal den Akku habe, könnte ich überlegen zu wechseln. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir ein Like da und schreibt mal einen Kommentar. Bis dann. Ciao.